Sommer, Sonne, Wind, Atlantik. Ich bin angekommen. In Caparica, dem Surferparadies südlich von Lissabon. Auf der anderen Seite des Tejo. Die Stimmung ist chillig. Nach über 3000 Kilometern habe ich nun meinen Ruhepunkt gefunden. Was auch daran liegt, dass meine Familie nun bei mir ist. Aber hören wir doch mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel meines Roadtrip-Abenteuers durch Spanien und Portugal. Ja, gestern war ein besonderer Tag, denn seit gestern Abend bin ich nicht mehr hier allein unterwegs. Melinda und die Kinder sind zu mir gestoßen, hier in Lissabon. Da hinten sieht man sie leicht durchs Wasser wandern. Das ist Caparica, der bekannte Strand hier in Lissabon. Hier sind insbesondere viele Surfer unterwegs. Surfen, das ist doch genau das Hobby, das dir jetzt noch gefehlt hat. Na, wie wäre es denn mit einem Ritt auf der Welle? Zum Managen der Midlife-Crisis wäre es vielleicht jetzt noch das richtige Abenteuer, das ich mir gönnen sollte. Aber nee, ich bin eigentlich nicht wegen der Surfer hier. Ich gucke sie mir zwar gerne an, aber hier gelandet sind wir eigentlich, weil hier nächste Woche auch wieder ein Festival stattfindet. Ein Festival für elektronische Musik, das Sunspeed Festival. Das ist sozusagen der kleine Bruder, die kleine Schwester des Defected Festivals in Kroatien. Das hat bis vor 2 oder 3 Jahren auch in Kroatien an gleicher Stelle stattgefunden. Ist dann allerdings hier nach Portugal umgezogen. Ich dachte mir, hey, warum nicht mal nach Portugal reisen und sich dieses Festival angucken? Und deshalb sind wir heute hier gelandet. Ah ja, und die Unterkunft ist okay? Da hinten seht ihr das gelbe Haus. Da haben wir unsere Wohnung jetzt für die ersten Tage. Das ist ganz herrlich, denn wir haben sogar einen direkten Blick aus dem Fenster aufs Meer. Besser könnte es kaum sein. Später ziehen wir dann noch um, wenn das Festival beginnt. Dann haben wir sogar noch weiter da hinten, ich zeige es euch eben mal, da gibt es auch noch Strandhäuser. Und ab Dienstag, also sprich in 4-5 Tagen, werden wir dort noch für eine halbe Woche hin umziehen. So, jetzt werde ich mich mal wieder zur Familie gesellen, sagt er und zieht mit der Familie weiter über die Promenade am Strand. Hey ChatGPT, erzähl mal, was sollte man über Caparica wissen? Na schön, Ulf. Dann hör mal gut zu. Caparica, oder korrekt, Costa da Caparica, liegt südlich von Lissabon direkt hinterm Tejo. Früher ein verschlafenes Fischerdorf, heute die inoffizielle Hauptstadt aller, die barfuß leben und dabei gut aussehen wollen. 15 Kilometer Strand, wilde Wellen, jede Menge Beachbars und Menschen, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Surfer-Werbespot gefallen. Die Promenade wurde in den letzten Jahren ordentlich aufgehübscht, mit Holzstegen, Palmen und Cafés, in denen man den ganzen Tag tun kann, was du am besten kannst. Sitzen, schauen, denken. Caparica ist entspannt, ein bisschen rau, nicht zu schick. Genau die Mischung, die man sucht, wenn man dem Alltag kurz entfliehen will. Und ja, der Wind weht hier manchmal so heftig, dass du abends mehr Sand in der Unterhose hast als auf dem Handtuch. Also, bleib noch ein bisschen, Ulf. Vielleicht wirst du ja doch noch ein Beachboy. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Dann doch mal gleich ab in eine der Beachbars. So, und nun sind wir in einem kleinen Strandrestaurant, in der Strandbar eingekehrt. Das Wetter ist nach wie vor blendend. Eine gute Brise, eine tolle Gischt. Und einer Strandbar mit tollem Ambiente und einer großartigen Cocktailauswahl. Mein Mai Tai, wunderbar. Die Drinks sind leer, also raus und zurück auf die Promenade. Wir lassen die Beachbar hinter uns und folgen dem Klang der Wellen. Rechts das Meer. Dahinter ein endloser Streifen Sand. Menschen mit Strohhüten und Kinder mit einem Eis in der Hand. Caparica fühlt sich an wie einatmen, ausatmen, bleiben wollen. Hier geht alles ein bisschen langsamer und das gefällt uns gerade ziemlich gut. Wir spazieren nebeneinander. Mal reden wir, mal schauen wir einfach nur. Vor uns surfen ein paar Jugendliche, als gäbe es keine Schwerkraft. Und selbst der Wind wirkt, als hätte er gute Laune. Und wir schauen zu und denken für einen kurzen Moment. Mehr braucht's eigentlich nicht. Am Ende der Promenade führt ein breiter Steg hinaus ins Wasser. Die Kinder laufen vor, lachen, lassen sich nass spritzen. Wow! Gib uns das weg. Ja, das sind schon beeindruckende Wellen.
Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Hier ist es halt crazy jetzt. Gefällt dir das, Leo? Ja. Oh mein Gott. Ja. Das so hohe Welt. Der Tag vergeht schnell und schon ist es Abend und die Sonne steht tief. Und ich stehe am Fenster. Ja, diese Wohnung war eine gute Wahl. Viel Platz, kurze Wege zum Strand und ein Blick, der hängen bleibt. Während die anderen sich umziehen, genieße ich den Moment. Das ist toll, oder? Also, ich hätte gar nicht gedacht, dass diese Wohnung so einen tollen Ausblick hat. Wir wussten, dass es hier einen Ausblick gibt auf den Strand, aber damit hätte man nun nicht wirklich gerechnet. Der Vorteil dieser Wohnung: Man braucht kein Auto, um zum nächsten Restaurant zu kommen. Einfach raus und schon ist man mittendrin im Leben. So, aber nun geht's raus. Auf nochmal an den Strand. Bevor es zur Strandberg geht, noch ein kurzer Abstecher zum Steg. Dort, wo wir schon am Nachmittag waren. Jetzt im Licht des Abends. Viele haben denselben Gedanken. Die Kinder machen Selfies, die Wellen krachen wie bestellt. Und wir schauen einfach. Und wissen, genau richtig, genau jetzt. Ja, das ist schon ein unglaublich schöner Spot hier, das kann man nicht anders sagen. Auch wenn es ein bisschen windig ist, aber es ist einfach unglaublich. Die Wellen, der Sonnenschein, ich muss zugeben, sowas habe ich lange nicht gesehen. Und es ist toll, dass ich das jetzt auch gemeinsam mit der Familie erleben darf. Jetzt aber mal genug. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, denn es muss ja auch noch ein bisschen zu Abend gegessen werden. Ab geht's. Jetzt suchen wir noch ein schönes Restaurant. Paarzeit. Im Familienurlaub findet man die nur selten. Aber auf dem Weg zum Restaurant ergibt sich ein Moment für uns. Wir ziehen gemeinsam über die Promenade, die Kinder ein paar Schritte voraus. Und ich nutze die Gelegenheit, um Melinda mal nach ihrer Meinung zu fragen. Wie sie den ersten Tag fand, die Wohnung, den Strand, das Ankommen. Was sagst du zu Land, Leuten und Unterkunft? Alles sensationell, also bisher Volltreffer auf ganzer Linie. Was meinst du zum Strand? Ein bisschen windig. Naja, der Atlantik, das ist hier nicht seichtes Mittelmeer, das ist hier richtig Ozean, da darf es auch mal windig sein. Aber es ist trotzdem warm, es ist nicht so windig und kalt wie auf Sylt, wo man immer im Pulli rumlaufen muss. Sylt bloß in warm und ohne Regen. Ja. Aber der Strand ist auch irgendwie cooler, der Sand ist feiner, das Wasser ist deutlich wärmer und die Wellen sind deutlich größer. Bei Flut heute Nachmittag, da war es heftig. Stand das Wasser gleich hier vorne. Riecht auch gut, das tut gut. Lass uns doch noch mal, während wir hier gerade zum Restaurant gehen, noch ein bisschen über die Erwartungshaltung von dieser Reise sprechen. Das, was hier ist, übertrifft zumindest alles, was ich mir vorgestellt habe, weil es ist der erste Tag und es ist jetzt schon ziemlich cool. Die Unterkunft ist toll. Geräumig, sauber, ordentlich, schick und direkt am Meer. Wir gucken aus dem Fenster raus und sehen den Ozean. Das ist schon mal ganz großes Kino. Und die Stadt haben wir noch nicht mal gesehen. Und ich glaube, dass Lissabon sehr viel zu bieten hat. Wir machen ja gerne grundsätzlich Städtetrips, auch mit den Kindern. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was Lissabon so alles zu bieten hat und wie das wird. Aber das hier allein ist schon eine Reise wert, weil der Strand toll ist, das Meer toll. Insgesamt ist es hier sehr angenehm. Es ist nicht so überfüllt touristisch. Du findest am Strand genug Platz. Das macht's angenehmer als an manch anderen Orten, wo du nicht mal einen Platz für dein Handtuch findest oder wo es einfach furchtbar überlaufen ist. Erzähl doch mal, was für Unterkünfte findet man dort in Caparica? Es ist eine Menge mit Airbnb, weniger Hotels. Die gibt's hier noch nicht und genau das macht den Charme wahrscheinlich aus, dass hier nicht alles zugestellt ist mit Hotels, sondern dass einfach noch recht simple Airbnb-Unterkünfte sind und preislich auch in Ordnung. Ja. Also das, was wir hier zahlen, selbst in Kroatien kriegst du nicht mal ansatzweise irgendwas in dem Preisbereich. Hier ist es, glaube ich, einfach
anders. Wenn, dann kommen die Leute im Flieger, aber dann kommen sie nach Lissabon und machen einen Städtetrip durch Lissabon, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, ja. Also der Flieger war voll und es ist auch ein weiter Flug. Also wir sind 2,5 Stunden geflogen, Ja. Das ist nicht mal um die Ecke. Alles in Europa hat man sonst in 2 Stunden erreicht, aber bis Lissabon brauchst du halt 3,5. Insofern ist es schon eine Ecke. Mit dem Auto mache ich das auch nicht, deswegen bist du auch allein gefahren. Richtig. Ja, das, was wir jetzt hier allein beim Spaziergang entdecken, wird immer besser. Ja, wir können das ja nochmal zeigen, was wir hier eigentlich gerade sehen, wenn wir hier so laufen. Das ist ein cooler Strand, der sich ewig lang zieht. Und zack, vorbei ist die Zeit zu zweit. Wir sind zurück im Familienmodus. Rein geht's ins Zama, eine Strandbar, die in den nächsten Tagen noch zu unserem zweiten Wohnzimmer werden wird. Was uns gleich auffällt, das Klischee vom Südländer, der abends spät mit Kind und Kegel ins Restaurant einkehrt. Hier in Caparica gilt das offenbar nicht. An diesem Abend kehren wir gegen 9 Uhr ein und bekommen ohne Reservierung sofort einen Tisch. Wir sind sogar die Letzten, die noch Essen bestellen. Ein bisschen wie Ostsee, nur mit besseren Wellen und weniger Regenjacken. Das Essen großartig. Burger, Fisch, Cocktails, alles auf den Punkt. Und endlich mal Zeit, den morgigen Ausflug nach Lissabon in Ruhe zu planen. So, hast du dir Gedanken gemacht, wie wir nach Lissabon reinkommen? Hallo. Nein, habe ich nicht. Ich habe eine Idee. Bin sehr gespannt auf deine Idee. Ich habe geschaut, das muss ich dir aber zeigen. Zeig mir noch mal auf dem Handy, was du da hast. Du musst erst mal sagen, was wollen wir denn überhaupt morgen machen? Ja, morgen wollen wir endlich Lissabon anschauen. Ah, Lissabon. So, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Hier spielt die Musik. Okay, hier spielt die Musik. Wir wollen es vermeiden, mit dem Auto nach Lissabon reinzukommen. Hm? Also könnten wir die Fähre nehmen. Die kostet, glaube ich, 3,50 oder so. Also das Gestrichelte hier rüber. Da kommen wir ziemlich zentral. Also wir wollen kein Auto nehmen, ne? Naja, wir müssen mit dem Auto ja schon irgendwie hin. Aber nicht nach Lissabon, sondern nach, wie heißt das hier? Almada. Wir sind hier, wir fahren rüber nach Almada. Und hier habe ich bei Google gesehen, gibt es einen großen Parkplatz. Jetzt mal nicht stören da hinten, sonst kommst du ins Video. Der Parkplatz sieht hier groß genug aus, da könnte man das Auto abstellen und da vorne geht die Fähre rüber nach Lissabon. Du musst sagen, wo fährst du mit dem Auto hin? Okay, dann stellen wir uns doch da das Auto auf den Parkplatz und dann fahren wir mit der Fähre irgendwie rüber. Aber morgen nicht erst um 11 aufstehen, morgen früher aufstehen. Dann bleiben wir den ganzen Tag dort. Den ganzen Tag, ja. Morgen wieder 20 Kilometer zu Fuß. Das ist so der Durchschnitt, wenn wir Städtetrips machen. 20 Kilometer zu Fuß mit diesen beiden Experten da. Okay, also, cheers. Wir machen jetzt Feierabend. Tja, von wegen Feierabend. Ein Kommentar zum Restaurantbesuch, der durfte natürlich nicht fehlen. Es war sehr gut und es war erstaunlich günstig. Wir haben zu 5 gegessen, alle einen sehr großen Hauptgang, 2-mal Fisch und Fisch ist immer sehr teuer. Wir hatten in Summe 3 Cocktails, ich 2 davon und wir haben eine Rechnung über 116 €. Das ist schon ziemlich gut. Zama heißt der Laden hier. So, schöner Abend gewesen. Ja, Hat Spaß gehabt. ja, Du hast 2 Cocktails gehabt. ja. Und jetzt ist mir kalt. Ja. Sehen wir mal zu, dass wir schnell wieder nach Hause kommen in unsere wunderbare Wohnung. Und morgen ist dann ein neuer Tag. Und morgen schauen wir uns Lissabon an. Jetzt schauen wir auf die Lichter von Lissabon. Ja, jetzt schauen wir auf die Liste von Lissabon. Gucken, ob man was sehen kann. Ja, hier werden wir Ja, die Lampen. von dem Licht der Lampen noch etwas extrem geblendet. Oh, ich muss gucken, welcher Flieger. In diesem Sinn, ciao. Vielleicht bis morgen oder bis zum nächsten Video. Und so geht es in der nächsten Folge weiter. Ich verpasse die Abzweigung zum Fährhafen nach Lissabon. Eigentlich wollten wir mit der Fähre rüberfahren. aber einmal verfahren. Und schon waren wir auf der Brücke. Wir erkunden die Altstadt zu Fuß, fahren mit einem historischen Aufzug und haben auch sonst viel Spaß. Okay, maximale Action hier. Euch hat diese Folge gefallen? Dann hinterlasst gern ein Like oder noch besser, ihr abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr künftig keine neue Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Ulf Unplugged, Up and Away.